Der Druck, Luftdruck oder Ansatzdruck hat natürlich einen entscheidenden Einfluss auf unser Trompetespielen. Der Ton verändert sich extrem. Doch wie kann man trainieren oder was für Stellschrauben kann man drehen, damit man eben die Tonqualität verbessert? Damit beschäftigen wir uns heute kurz und knapp. Dieser Begriff Druck wird oft verwechselt. Der eine spricht von Druck und meint den Luftdruck, der in unserem Körper entsteht, und der andere Trompeter spricht über Druck und meint damit, wie stark drückt er oder sie das Mundstück gegen die Lippen. Beide Faktoren, beide Begriffe haben entscheidend Einfluss auf unsere Tonqualität. Ich kann es euch mal vormachen, und zwar spiele ich den Ton G1 locker und entspannt und drücke danach mein Mundstück immer stärker gegen die Lippen und ihr werdet merken, wie extrem sich unser Trompetenton verändert. Also hier auch die Frequenz wird natürlich höher, weil ich das Lippenmaterial abdrücke. Aber vorher ist eigentlich wichtiger, erst haben wir ein normales G1 und durch den Druck wird ja immer eingeengter, quäkiger der Ton und hat natürlich dann dementsprechend unseren Trompetenton stark verändert. Spielst du mit zu viel Druck, kannst du genau das Gegenteil machen. Versuch doch mal beim Töne aushalten, beim lange Töne spielen, das Mundstück etwas von den Lippen wegzuziehen. Das ist nur im Millimeterbereich, also nicht gleich komplett weg. Dann summt nur noch die Lippe, dann schwingen nur noch die Lippen. Es geht darum, dass du deine Lippenmuskulatur, den Druck deines Mundstücks auf die Lippen etwas weniger nimmst, etwas entspannst die Muskulatur, etwas mehr Platz lässt, damit die Lippen freier schwingen können, und dementsprechend hat es natürlich auch einen angenehmeren, weichen, runderen Ton zur Folge. Das Material, Mundstückgröße, wie tief ist der Kessel etc., welche Trompete spielt man, hat natürlich auch Einfluss. Aber meiner Erfahrung nach ist es wichtig, dass wir uns erstmal um die Basics, das heißt unsere eigenen Fähigkeiten kümmern, und sobald das alles im grünen Bereich ist, dann kümmern wir uns um Material wie Mundstück oder Trompete. Also erst den einen Schritt und danach machen wir den anderen Schritt mit eben Materialumstellung. Luftdruck in unserem Körper, das ist natürlich auch ein entscheidender Faktor. Das heißt, wie viel Luft blase ich nach außen. Die Lippenmuskulatur ist natürlich auch entscheidend, denn die lässt ja Luft aus unserem Körper entweichen. Das heißt, habe ich einen ganz angespannten Ansatz und versuche ein G1 zu spielen, dann hat das natürlich auch eine ganz andere klangliche Qualität, als wenn die Lippen etwas lockerer sind. Eventuell sogar zu locker. Das heißt, dass die Intonation zum Beispiel nach unten absackt und alle Töne durchhängen intonatorisch. Oder eben genau das Gegenteil, ich habe die extrem angespannt und dann sind alle Töne permanent intonatorisch zu hoch. Also auch hier haben wir natürlich wieder diese Faktoren, die auf unsere Klangqualität einwirken. Wenn ich jetzt euch das mal vormache, ich spiele jetzt ein G1 mit sehr stark angespannten Lippen, aber ich versuche natürlich den Mundstückdruck auf die Lippen nicht in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, ich versuche die Muskulatur anzuspannen und danach hören wir uns mal den Ton an, wie der eben mit stark angespannten Lippen klingt. Also intonatorisch zu hoch. Man hat auch keine Tonkontrolle, sondern es ist nur ein angespannter Ansatz, der letztendlich irgendwie noch schwingt, damit eben die Frequenz nicht zu hoch rauskommt. Die Tendenz ist natürlich da, dass man dann eben immer die Töne viel zu hoch anspielt. Also es ist natürlich übertrieben, das ist ganz klar. Genauso übertrieben ist, wenn ich die Lippen viel zu locker lasse. Ich erreiche zwar die Frequenz G1, aber ihr hört, das hängt alles unten durch. Die Töne sind zu tief, es entweicht auch überall Luft, weil der Ansatz viel zu locker ist, und da muss man eben einen Mittelweg finden. Das heißt, man darf die Lippen nicht zu entspannt lassen, klar, aber sie soll natürlich nicht überanstrengend sein. Das heißt, man hält die Ansatzmuskulatur, aber natürlich sitzt auch das Mundstück so, dass meine Lippen rund um das Mundstück eben abdichten, damit die Luft nicht verschwendet wird, sondern für unser Trompetespielen verwendet wird. Jetzt haben wir natürlich noch einen Faktor, der entscheidend ist. Wie spiele ich den Ton an? Spiele ich den Ton laut an, also im Forte Fortissimo Bereich, dann lasse ich die Muskulatur meiner Lippen eher etwas locker. Das heißt, die schwingen weich und dementsprechend habe ich natürlich auch Intonation. Lasse ich die Lippen lockerer, die gleiche Menge Luft, hängt die Intonation nach unten durch. Also hier muss man auch wieder diesen Mittelweg finden, damit es eben passt. Nehme ich zum Beispiel ganz wenig Luft und spanne die Lippen zu stark an, ist die Intonation viel zu hoch. Nehme ich wenig Luft und lasse die Lippen
ganz, ganz locker, dann passt es von Intonation auch wieder nicht. Also hier muss man immer den Mittelweg finden. Am besten fangt ihr an mit Töne aushalten im Mezzo-Forte-Bereich. Das heißt, dort hat man eigentlich immer diesen Luftfluss. Es ist nicht brutal nach außen gedrückt, die Luft, sondern ich lasse die Luft weich nach außen fließen. Das überträgt sich auch automatisch auf meinen Ton. Die Lippen sind locker. Der Klang passt. Spanne ich die Lippen an, überschlägt sich die Frequenz nach oben. Also da geht erstmal der Klang weg, der wird dünn, fisselig und dann kommt eine höhere Frequenz. Zu überanstrengend, zu stark angespannt. Lasse ich die Lippen viel zu locker. Platzt der Ton nach unten. Der sinkt erstmal Intonation und letztendlich geht er in eine tiefere Frequenz. Also hier muss man immer versuchen, dass man den Luftdurchlass, die Luftmenge und die Ansatzmuskulatur, die man eben braucht, um den Ton stabil zu halten, in Einklang zu bringen. Das machst du erstmal mit lang ausgehaltenen Tönen. Klappt das? Gehen wir in die Chromatik. Versuch immer, dass du im gleichen Luftstrom bist. Das heißt, du wirst nach unten nicht lauter, du wirst nach oben nicht lauter und im Gegenteil natürlich auch nicht. Übertragen wir das Ganze mal eine Oktave höher bzw. in den zweigestrichenen Bereich, dann spielen wir von C2 zu C3. Und da war der Luftfluss immer gleichbleibend. Das Einzige, was sich jetzt geändert hat, ist die Lippenmuskulatur wurde stärker und wieder nach unten entspannter. Das heißt, hier habe ich mit der Lippenmuskulatur gesteuert, dass ich die Frequenzen erreiche. Das heißt, ich spanne meine Lippen an, es schwingt das Lippenmaterial etwas schneller, auch weniger im Lippenmaterial. Ich erreiche die Frequenz C3 und kehre wieder nach unten zum C2 zurück. Jetzt übertrieben natürlich dargestellt. So groß ist die Bewegung bei der Lippe nicht, aber um es eben bildlich darzustellen. Und in der tiefen Lage ist es genau das Gleiche. Das heißt, ich bin mit der Ansatzmuskulatur in einer gewissen Position und gehe jetzt nach unten. Spielt auf der Trompete, langsam. Und es war jetzt nicht brutal laut unten, es war aber auch nicht zu leise, sondern es war einfach nur und lockere Lippenmuskulatur. Etwas angespannt, damit die Intonation bleibt, aber nicht überanspannt oder zu locker, dass die Intonation nach unten hängt. An diesen Stellschrauben Luftmenge, Luftdurchlass und angespannte Ansatzmuskulatur kannst du beim Trompete üben immer etwas Einfluss nehmen. Am Anfang kannst du natürlich versuchen, etwas das Mundstück drauf zu drücken, wieder wegzunehmen. Da erfährst du schon, was passiert mit meinem Ton. Spiel ausgehaltene Töne und danach geh in die Chromatik. Achte auf deine Luftmenge, die fließt und achte immer darauf, dass die Intonation passt. Achte auf Ansatzmuskulatur bzw. auf die allgemeine Angestrengtheit im Körper. Einen Faktor haben wir jetzt noch nicht gemacht und zwar, was ist, wenn der Hals eng wird? Auch das hat natürlich entscheidenden Einfluss auf unser Trompete spielen. Da habe ich hinten eng gemacht. Der Ton ist erstmal am Fließen. Man hat das Gefühl, die Luft geht raus und ich mache hinten den Kehlkopf eng und dementsprechend ging der Ton auch weg. Er wurde immer passiver, passiver. Ich puste gegen meine eigene Körperspannung bzw. gegen meinen Kehlkopf, der ja den Luftdurchlass letztendlich unterbunden hat und dann kommt irgendwann kein Ton mehr. Es ist anstrengend und das bringt auch oft mit sich, dass der Kopf rot wird, wenn man nämlich eng macht und dementsprechend natürlich der Druck im Kopf steigt. Wichtig hier ist, dass du wie beim Gähnen den Kehlkopf aufmachst. Ne? Also wenn du mal gähnst, abends, wenn du müde wirst, achte mal drauf, wie weit der Kehlkopf aufgeht. Wir können das jetzt hier nur imitieren, beziehungsweise mit 2 Fingern zum Beispiel zwischen den Zähnen. Merken wir auch schon, dass der Kehlkopf hinten aufgeht. Ein Stück Schlauch im Mund zum Beispiel oder wenn wir das Mundrohr. Auch hier wird unser Hals etwas weiter.
Und darauf müssen wir eben auch achten, dass der Kehlkopf weit offen ist, dass die Luft fließen kann. Auch hier natürlich wieder. Es ist weder die Anstrengung, die Luftmenge, sondern es geht darum, dass wir sozusagen die Luft offen fließen lassen und dass unsere Ansatzmuskulatur eben die Frequenz steuert. Und wichtig ist, dass unsere Ansatzmuskulatur zum Mundstück abdichtet, damit eben alle Töne auch aus dem Instrument gehen und der Luftdruck hier nicht in allen Ecken und Enden verstreut bzw. verloren geht. Das heißt, wir nutzen die Kraft wirklich zu 100% an dieser Stelle. Schreib doch in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert und welche Faktoren dir geholfen haben, auf welche du achtest, dass dein Trompetenton besser geworden ist. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.